In diesem Video wird's wild, Freunde. Ich möchte ein Projekt realisieren, wo ich mich schon lange vordrücke. Oh, geil. Woo! Das Ding soll jetzt mal richtig geil werden. Das wird so ein geiler Schrank, Leute! Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, Alter. Ich habe ja hier mein wunderschönes Regal. Das besteht aus einzelnen Modulen. Davon hatte ich noch welche über und habe diesen Kleiderschrank gebaut. Gibt aber ein paar Probleme. Sieht man jetzt schlecht im Video, aber das ganze Teil ist verzogen. Da ist mal ein Gabelstapler gegen gefahren. Spaltmaß oben, Spaltmaß unten. Mit dieser Konstruktion habe ich versucht, das Problem zu lösen. Hat aber nur so teilweise funktioniert. Außerdem brauche ich mehr Stauraum. Heißt, fetter Umbau, let's go. Das ganze Modul muss weg. Hier auch nochmal ein Grund, warum ich das angehe. Die Einlageböden sind einfach auf Schrauben gelegt. Alter, staubig. Eine Rückwand braucht das Ding auf jeden Fall auch. Bäh. Hier kann man jetzt nochmal gut sehen, dass das Teil ziemlich verzogen ist. Ich habe aber schon eine richtig gute Idee für einen neuen Einsatzzweck. Hier sieht man jetzt ganz schön, gibt es noch so eine Stange. Das ist offen, das wird staubig, das kommt weg. Wie habe ich das befestigt? Boah. Voll schlau hier. Und hier kann man es einfach abdrehen. Das ist ja super gut. So, jetzt schön rüberschieben. Ja. Sehr gut. Und jetzt kommt hier ein neues Modul hin, was wir bauen. 1,5 Meter Platz brauchen wir. Perfekt. Genau bis hier. Das wird das neue Modul. Höhe. Muss ich mal gucken. Leute, das wird so ein krasses Projekt. Ich habe Bock und Angst gleichzeitig. Um diese Lücke zu füllen, habe ich natürlich bereits einen fabelhaften Plan ausgearbeitet. Und zwar möchte ich dieses Regal ein bisschen verkleinern. Konkret geht es um diese beiden Elemente hier. Das wollte ich schon länger machen. Wenn man in diesen Raum guckt, ist hier voll das Chaos und irgendwie gefällt mir das nicht. Nein, ich habe keinen Plan, wo der ganze Kram hier hin soll. Aber egal, Freunde, manchmal muss man auch einfach ohne Plan loslegen. Let's go! Leute, das Ding ist leer. Mega gut. Das ignorieren wir jetzt einfach alles mal. Ja. Und jetzt folgt die Demontage. Gut, dass ich in der Wohnzimmerwerkstatt bin. Alles am Start natürlich. Dann so coole Mucke. Okay. Oh Gott. Okay. Ruhig, Felix, das ist alles okay. Es funktioniert. Es ist okay. Hey, Schienen, diese blöden. Gott, Scheiße. Oh, fuck. Cool. Alter, das ist ja nur geil. Guck mal, kommst hier rein. Mega offen. Hier kannst du durchgucken. Ist ja wohl richtig nice. Schiene eventuell noch kürzen. Geil, der Raum wirkt direkt größer. Mega geil, Leute. Die ganzen Teile hier entkernen und dann runter damit. Super. So, das Ding weg. Nach Möglichkeit nicht in den Boden sägen. Lifehack. Super. Gastauftritt, Jonas. Okay, Leute, ich habe jetzt hier ein neues Regal gemacht. Wie findet ihr es? Ich habe da eine Holzplatte draufgelegt, der Verstärker unten, zip, zap, zap, zarab, labedi, dubedi, dabedi, dubedi, du. Ciao, Kakao, bis dann, yo, peace, lasst Abo da. Die Teile müssen jetzt schön in die Werkstatt nach unten. Sollen wir mal hochgehen? Nee, oder?
So ein Treppenbild jetzt einbauen oder was meinst du? So. Alle 3 Module sind am Start. Und für das Verzogene hier habe ich einen schönen Plan. Und zwar dieser Schweißtisch, Leute, der steht auf so Böcken, ist mega am Wackeln. Wir knallen so fette Rollen drunter und haben ein schön stabiles Untergestell. Juhu! Boah, ist das geil. Der Patient wird transferiert. Jeppa. Auf die Kante, ja, ist geil. Ah! So, einfach mit 2 Klemmen hier provisorisch festgemacht, das Teil. Mega gut. Das ist ja eh so schwer und bewegt sich kaum. Überall rundum laufen eine kleine Kante. Dann kann man noch schön Zwingen setzen. Es ist so gut, Leute. Und klar, Freunde, für einen Schweißtisch ist das jetzt nicht optimal, dass hier unten die Dinger aus Holz sind. Werde ich noch irgendwie covern mit Blech oder so. Ich überlege mir was, aber muss jetzt schnell gehen, denn wir wollen ja eigentlich mit dem Schrank weitermachen. Diese beiden Elemente, Freunde, werde ich jetzt zu einem Element fusionieren. So, mal gucken, wie gleichmäßig es geworden ist. Ich habe versucht, sehr sauber zu arbeiten. 36,3, 36,3. Geil. Verschweißen. Aber erstmal zeige ich euch, wie das überhaupt zusammengehört. Und zwar so wird das Teil. Hammer, Leute. Super geil. Alles schön verspannt. Jetzt wird gebraten. Hoppala, kleines Löchlein. Machen wir easy zu. Flexen und Gutes. So, jetzt haben wir hier einen wunderbaren Korpus. Oben kommen Schubladen rein, unten Stauraum. Belastungstest. Yeah. Sollte ausreichen. Wir machen weiter mit den Fronten. Ich habe mir beim Holzhandel verschiedenste Materialien besorgt, teilweise schon zugeschnitten. Ich habe hier 13 mm Tischlerplatte, 4 mm Pappelsperrholz und das hier ist 5 mm Pappelsperrholz mit einem Eichenfurnier. Das wird richtig schön, Freunde. Zieht euch die Maserung rein. Jetzt mache ich erstmal einen restlichen Zuschnitt und dann zeige ich euch, wie ich das verleimen will. So, das soll später hier rein. Willst du mich verarschen? Hey, ich habe einen Schnitt gemacht. Vermessen. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, Alter.
Wie konnte das passieren? 2 Zentimeter zu kurz geschnitten. Das Eichenfurnier, das Gute. Moment, ich habe noch ein Reststück. Ey, das muss jetzt passen, sonst keine Ahnung. Boah, hoffentlich ist das breit genug. 99,1. Alter. Okay. Krise abgewendet. Hab ich ein Schwein, Alter. Das ist das Gute am Großhandel. Da musst du eine ganze Platte gleich kaufen. Versuch Nummer 2. Hui, es passt. Okay, sehr schön. Glück gehabt. Die Tischlerplatte ist schön gerade, schön straight. Das Eichenfurnier, seht ihr schon, ist etwas gekrümmt. Deswegen kommt auf die andere Seite dieses Pappelfurnier, um das quasi so ein bisschen auszugleichen, die Kraft. Zack, so wird das verleimt. Ich verleime alles auf meinem Schweißtisch. Das ist die ebenste, perfekteste Fläche, die ich quasi hier habe in der Werkstatt. So, jetzt das Furnier drauf. Hände waschen vorher. Shit. Okay, das ist alles ein bisschen komplizierter, als ich es mir vorgestellt habe. Jetzt kommt dann noch meine beliebte Kiste Stahl. Shit, das kriege ich ja gar nicht drauf. Ich hatte mir das ehrlich gesagt so vorgestellt, dass ich alle Platten aufeinander pressen kann, aber das ist, glaube ich, unrealistisch. Habe ich unterschätzt, muss ich sagen. Also ich denke mal, das wird jetzt okay sein, aber aufwendig. Muss ja nochmal 3 Platten machen oder eventuell sogar mehr. Aber ich glaube, das ist der beste Weg, ey. Wenn ich das alles stapel und dann erst presse, dann ist unten der Leim ja schon wieder fast, wie heißt das hier, getrocknet, abgebunden. Einen Tag später, Freunde, wir gucken mal, wie es geworden ist. Das sieht sehr gut aus. Ey, das ist geil mit dem Schweißtisch. Gewicht, oh, nicht wenig. Unsere erste Schranktür ist fertig. Ich bin positiv überrascht. Alter, das wird so schön werden. Auf zur nächsten. Ich habe gerade noch mal hier ein Stück alten Türrahmen dran geklemmt als Tischverbreiterung, damit die Platte komplett aufliegt. Da hatte ich nämlich so ein kleines Problem bei der letzten Verleimung. Ich überlege, ob ich jetzt mal versuche, alle Platten zu leimen. Mal gucken. An dieser Stelle möchte ich mich bei Fabian bedanken. Der hat mir so ein bisschen mit der Materialauswahl und so geholfen, auch mit den Beschlägen. Könnt ihr mal bei Insta gucken. Der hat eine ganze Küche aus Eiche gebaut. Mega schick. Beste Grüße gehen raus. Krass, krass, krass. Wir sehen uns morgen, Freunde. Der nächste Tag. Wir machen mit diesem Gestell weiter. Ich habe nochmal nachgemessen, das ist zu klein. Ich brauche mehr Stauraum. Ich habe ja noch den Abschnitt, den setzen wir jetzt einfach oben drauf. Hier nochmal abkürzen und fertig. So. Boah, ist gut geworden. Da mache ich gar nichts mehr, das lasse ich genauso. Hier oben soll ja eine Schublade rein. Ja, ist jetzt echt hoch. Ich hätte es lieber niedriger gehabt, aber es geht einfach nicht. Ich brauche diesen Platz und ja, wird schon gut aussehen am Ende. Woo! Ich wollte es erst verschweißen, aber jetzt denke ich mir, ich baue es lieber so modular, dann habe ich nicht so ein Riesenteil, ist nicht so schwer, ist geiler.
Klammern ab. Ey, das ist richtig gut geworden. Andere Seite. Hammer. Flucht passt perfekt. Das ganze Ding ist natürlich jetzt auch deutlich stabiler. Jetzt noch Befestigungslöcher bohren. Boah, es passt perfekt, ey. Ich habe so lange mit so einem Kompromisskleiderschrank gelebt. Das Ding soll jetzt mal richtig, richtig geil werden. Oh, das ist schon richtig schön jetzt hier. Das passt perfekt hier. Sehr gut. So. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? So, ich habe mir ein Schubladensystem besorgt. Push to open. Mal gucken, ob es klappt. Viele Einzelteile. Das ist ein Schubladensystem, wo die Seitenteile schon dabei sind. Das heißt, man braucht nur eine Front, eine Unterplatte und eine Rückwand. Vielversprechendes System, denke ich. Jetzt müssen wir die genau hier drin befestigen. Oh, das sieht ja gut aus. Alter, Hammer! Die Wände könnten ein bisschen höher sein. Aber ist jetzt so. Kann ich auch nochmal austauschen zur Not. Das Coole ist, ich kann jetzt ab hier messen. Einmal hier rüber. Und dann weiß ich genau, wie groß meine Grundplatte sein muss. Mega gutes System einfach. Uhuhu. Schneiden wir mal ein bisschen Holz zu. Mega! Da wird es später verschraubt. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, Leute. Die ganzen Zwingen müssen runter. Okay, Freunde, das ist es. Ich bin so gespannt. Sieht fast perfekt aus. Hier sehe ich allerdings, ist nicht hundertprozentig gerade, aber wird schon passen. Jetzt muss ich erstmal planen, weil ich ja ein bisschen was umgebaut habe, ob das mit dem ganzen Furnier noch passt. Das heißt, ich muss die ganze Furnierplatte jetzt mal kurz rekonstruieren. 2,50 Meter war die Platte. Jetzt sieht man, so liegen quasi alle Platten richtig. Und ich möchte natürlich hinterher, dass man sieht, dass die ganzen Fronten aus einer Furnierplatte hergestellt sind. Bedeutet, das ist oben, das ist die Schublade, das ist die Mitte. Okay. Es wird hinterher nicht ganz passen, weil ich muss ein paar Sachen kleiner schneiden noch. Das Wichtigste ist, wenn ich Material wegnehme, dass es da passiert, wo es nicht auffällt. Diese Sachen sieht man relativ eng hinterher zusammen. Die müssen auf jeden Fall bleiben. Hier kann ich ein bisschen was kürzen. Wird geil. So, ich habe mir schön alles markiert, vor allem die Stellen, wo ich auf keinen Fall schneiden darf und die Stellen, wo ich schneiden darf. So sollte ich den Überblick behalten, dachte Felix. Apropos denken, letztes Teil hier ist verleimt und jetzt denke ich, es wird Zeit für die erste Schubladenfront. Das finde ich jetzt ein bisschen aufregend, weil es soll natürlich möglichst gut passen. Man sieht schon, da sind kleine Versätze und die müssen jetzt alle runtergeschnitten werden. So soll das aussehen, sehr schön. Nächster Schnitt auf der Kappsäge. Das Ding habe ich bei Kleinanzeigen für einen Huni geholt. Neu eingestellt, sauber gemacht, neues Blatt drauf, let's go. Zieht euch mal diesen Schnitt rein. Wahnsinn. Nochmal checken. Ja. Sauberst. Das ist jetzt mein Maß. Dann ziehe ich 5 mm ab. 2 x 0,5 Furnierschicht kommt noch. Und 2 mm Einbauluft quasi. Ja, Spaltmaß. Das ist die Idee. Bin aktuell bei 93, 5 mm runter, also 88.
So, und das Coole ist, das Maßband hat hier so eine kleine scharfe Kante. Das heißt, ich brauche gar keinen Stift mehr, um anzuzeichnen. Ich zeichne einfach hiermit an und ich mache das auf Klebeband, damit man es besser sieht. So, und das ist mein Schnittmaß jetzt. Das ist halt auch nochmal deutlich dünner als ein Bleistiftstrich, ist das Coole. So, Freunde, ich bin so gespannt. Okay, Hammer. Ja, die Einbauluft ist da. Das ist perfekt. Boah, ist das geil. Alter, jetzt kriegt man schon mal so eine Vorstellung. Das wird eine Schublade. Push to open. Fett, ey. Liegt natürlich jetzt unten auf, deswegen ist oben der Abstand ein bisschen zu groß. Aber ich habe das Gefühl, man kann sich das schon sehr gut vorstellen. Boah, und dann ist ja alles rundumlaufendes Furnier hier. Nach oben hin auch noch. Okay, Kantenumleimer drauf. Ich habe hier Eichenfurnier auf Rolle. Höchste Stufe. Langsam rüber. Auf der anderen Seite ist so ein Heißleim. So, jetzt die Kanten brechen. Und jetzt mit einer Reibe hier leicht drüber gehen. Das Material wegbrechen. Leicht anschleifen. Und dann bekommt man eine ganz ansehnliche Kante hin auf jeden Fall. Die erste Front ist fertig, Freunde. Ey, sau viel Arbeit, aber macht Bock. Zum Vergleich nochmal, hier die ganzen Schichten sichtbar. Und so sieht das jetzt aus. Fühlt sich perfekt an. So soll es weitergehen. Leute, schnell gemacht. Sind ja jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, 5 große Fronten. Das war die kleinste hier. Weiter geht's. Letzte Front geleimt. Woo! Mann! Oh. Leute, das Projekt zieht sich ganz schön. Hätte ich nicht gedacht, wie viel Arbeit das ist, aber ich bin fertig. Hier liegen jetzt alle Fronten schön fertig mit Umleimer. Und ich muss sagen, das sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Jetzt habe ich noch eine Idee gehabt. Wenn jetzt hier überall die Fronten drin sind, muss ich natürlich noch gucken, was mache ich hier oben. Ich dachte, ich packe hier einfach so eine Eichenplatte drauf, die hatte ich noch über. Allerdings ist das so mit verleimten Hölzern und ist halt ein bisschen ungleichmäßiger. Dann ist mir eingefallen, ich habe noch diese ganze Furnierplatte. Problem, sie ist ein bisschen zu kurz. Und jetzt natürlich die Frage, was machen wir? Nach etwas Sucherei habe ich diese Platte noch gefunden. Und ich glaube, wenn wir das hier richtig schön verleimen, dann sieht das hinterher kein Mensch mehr. Von der Tischlerplatte habe ich auch leider nicht mehr genug. Das heißt, wir müssen ein bisschen Tetris spielen. Während das trocken werde ich hier eine andere Schublade einbauen. Ich habe welche bestellt mit höheren Wänden. Ist irgendwie praktischer, wenn man da Socken drin hat und so, dass sie nicht irgendwie an die Seite runterfallen. Ey, das ist ja wohl richtig fett. Passt perfekt hier oben. Das wird so ein geiler Schrank, Leute.
Zeit, sich um die Scharniere zu kümmern. Ich habe hier so einen kleinen Prototypen gebaut. Hoffe, dass das irgendwie heranpasst jetzt. So viel Material habe ich ja hier nicht. Bitte, bitte, bitte. Es passt. Ah, scheiße, es passt genau nicht tatsächlich. Wenn ich es hier hin mache, komme ich viel zu weit raus mit der Tür. Die Schrauben müssen kurz hinter die Kante hier. Vielleicht ein Stück Siebdruck einsetzen irgendwie. Oh, das ist irgendwie... Hä? Geil! Alter, das gibt's doch nicht. Das passt 100% hier rein. Wie kann das bitte sein? Aber selbst hier ist es so knapp an der Kante. Boah, ist das nervig jetzt, ne? Ich dachte, ich könnte hier einfach irgendwie dran schrauben und fertig, ey. Und das gleiche brauche ich ja auch nochmal unten, aber hier komme ich gar nicht rein in das Material zum Befestigen. Ja, muss ich nochmal was einschweißen oder was? Boah, ne, ey. Alter, das Projekt zieht sich jetzt schon so 2,5 Wochen, ne? Immer esse irgendwas. Ja, die Dinger hier müssten passen. Aber voll dünnwandig leider. Oh, hä? Geil! Hier ist ein fettes Stahlprofil noch drin. Okay, das passt auch. 1, 2, 3, ich brauche 4 Stück. Da muss doch noch ein... Ja, da ist es. Das ist ein altes Tischgestell, habe ich mal um die Ecke gefunden hier. Ja komm, hilft nichts. Let's go! Wenigstens kann ich das hier direkt zum Anzeichnen nehmen. Leute, die Dinger sind dran. Mein Gott, was für eine Action, ey. Aber es ist jetzt eine schön solide Variante geworden. Ich will es einfach kompromisslos stabil haben, das ganze Teil. Boah, jetzt kümmere ich mich erstmal um die Schublade. So, die Rückwand wird jetzt einfach hier so eingesetzt. Zack, zack. Und dann einfach festgeschraubt, entspannt. Sehr gut, schön Leute. Jetzt kommt die Bodenplatte. Jetzt der spannende Moment, die Front. Die wird mit solchen Teilen hier befestigt. Und dann kann man die ganze Front hier so einklicken. Jetzt ist Genauigkeit gefragt. Boah, ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Das ist die einfachste Montage aller Zeiten. Hätte ich nicht gedacht. Das ist gar kein Ding irgendwie. Also muss jetzt noch passen, ne? Klar. Das wäre voll der krasse Meilenstein, wenn das jetzt einfach klappt. Der Moment ist gekommen. Wird die Schublade passen? Okay, Leute. Die sitzt drin. Okay, hier muss sie deutlich weiter zurück, aber das kann man einstellen. So, hier ist eine Schraube. Und jetzt? Passt perfekt. Jawohl! Boah, ist das krass. Alter, wie geil ist das bitte? Zieht euch das rein, Leute. Das ist eine richtig schön große Schublade. Bam, bam, bam. Hier fett Platz drin. Okay, jetzt bin ich richtig gespannt, wie das aussieht, wenn wir hier die Deckplatte drauf bauen. Juhu! Hier sehen wir jetzt dieses angeleimte Teil. Ich bin sehr gespannt nach dem Schleifen, wie das aussieht.
Und, siehst du die Stelle? Kannst du gar nicht, ist nämlich hier drüben. Leute, das ist komplett unsichtbar. Zuschneiden und aus der Platte noch was rausfräsen, denn diese Stege hier möchte ich gerne behalten, damit ich in Zukunft das Regal auch noch anders verwenden kann. Let's go! Leute, voll der Fail. Ich brauche hier genau 50. Jetzt ist die Furnierplatte beim Leim verrutscht. Und auch nicht gerade wenig, 4 mm. Jetzt muss ich hier wirklich was rausschneiden und dann noch ein Stück einsetzen. Es hört nicht auf, Freunde. Es hört nicht auf. Ich finde es ja schon fast lustig. Boah, ey, Motivation bei diesem Projekt. Achterbahn-Style, ey. Juhu. Okay. Wieder einen wichtigen Schritt erledigt. Furnieren noch. Und dann ist auch das erledigt. Geil, geil, geil. Das wird mein Masterpiece, Leute. Letztes Jahr habe ich auf einem Event von Schäfer Markus kennengelernt. Der hat eine Schreinerei in Köln und war so lieb, mir das Rückwandmaterial zu sponsoren. Richtig geil, schön an der Plattensäge zugeschnitten. Die ganze Schreinerei ist natürlich nur ausgestattet mit den fettesten Maschinen. Und hinten hat Markus noch seinen privaten Raum, wo er einfach eine fette, riesige CNC selber gebaut hat. Mega geil das Ding. Hat richtig Bock gemacht, mit so geilem Werkzeug dann die Zuschnitte zu machen. Dann wird es natürlich besonders gut. Scheiße! Wie konnte mir das bitte nicht auffallen? Alter, das darfst du doch keinem erzählen, ey. Jetzt baue ich mir noch einen Regalboden. Dafür muss ich hier nur so ein Stück von dieser Tür abschneiden. So. Das, Freunde, habe ich schon mit der Flex abgetrennt. Hab dann gemerkt, es passt nicht. Es ist irgendwie verzogen, es ist zu groß. Auf jeden Fall muss ich noch ein Stück abschneiden. Und jetzt, Leute, habe ich natürlich gedacht, Alter, du hast doch noch Metallsägeblätter. Und habe diese Säge hier umgebaut auf ein Metallsägeblatt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das damit schön entspannt schneiden können. Ich nehme lieber das Teil hier. So. Wie Butter. Geil, das Blatt lasse ich jetzt standardmäßig drauf. Super Schnitt, ey. Perfekt. So. Okay, das ist natürlich nicht so gut hier. Mit diesem Doppelblech. Punkten wir eben wieder fest. Sehr schön, das sollte reichen. Hier im Regal habe ich mir jetzt 2 Winkel angeschweißt, rechts und links. Und da sollte das jetzt reinpassen hier. Oh, geil. Jetzt sieht man auch, warum ich das gekürzt habe, damit die Tür halt hier innen liegen kann. Geil, Leute, es wird so schön. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie ich die Griffe mache, und ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Griffe mega cool zu machen, aber ich glaube, ich muss die Push-to-Open-Schublade wieder rausmachen, weil irgendwie will ich überall die gleichen Griffe haben, und wenn ich dann eine Fläche, eine glatte habe, wo man immer drauf drückt, wird das halt auch dreckig an der Stelle, und deswegen ist vielleicht Push-to-Open gar nicht so geil.
Geil. Welcome. Ich wollte eigentlich ins Bett gehen, ja, kurz mal noch in YouTube reingeguckt. Ja. Scheiße, alle Folgen angeguckt. Ich war um 1:30 oder so am Schlafen. Markus war so lieb und hat mir nochmal eine passende Rückwand zugeschnitten und vorbeigebracht. Und weil er schon mal da war, haben wir dann erstmal stundenlang über die Position der Griffe philosophiert. Und hier machst du auch von oben 5 cm runter. Und dann aber so. Oder würdest du so machen? Nee, so. Nee, quer. So, und hier die so. Oder auch so. Ja, das ist halt die Geht auch. Frage, ne? Geht auch. Ich habe das erste Mal mit so einem Griffmuldenfräser gearbeitet und ey, das ist mega gut einfach. Wir kommen zu einem spannenden Teil dieses Videos. Der Einbau dieser Topfscharniere. Richtig nervig, muss alles mal so genau sein. Aber müsste eigentlich kein Problem sein, hoffe ich. Ich fange an mit den 2 kleinen Türen. Let's go. Bevor ich das alles kompliziert ausmesse, habe mir ein paar Anschläge gemacht. Kipp den Schrank einfach auf die Seite. Jetzt nehme ich meine Schranktür, rechts in diesem Fall, und kann mir die hier schön reinlegen und das wunderbar anzeichnen. So, da habe ich es jetzt angezeichnet. Das Gute ist, durch die Einstellung der Scharniere im Nachhinein hat man ja auch ein bisschen Flexibilität noch jetzt. Let's try! Woo! Rechte Tür oben. Alter, drück mir die Daumen. Geil. So. Es passt. So einfach jetzt? Guck mal, wie schön das passt hier. Sieht doch top aus. So Leute, und wie in einer guten Kochshow, ich habe da schon mal was vorbereitet. Die zweite Tür. So, die bringe ich jetzt auch mal eben an. Und jetzt ist natürlich der spannende Moment. Werden beide Türen schließen? Oder nur eine? Dann habe ich nämlich ein fettes Problem. Shit, die schlägt an tatsächlich. Oha. Unten, auch nicht zu knapp. Hier oben hat es eigentlich noch Luft. Also vielleicht die Tür noch mal ein bisschen reinfahren. Schraubenzieher, Schraubenzieher, Schraubenzieher. Okay, ich habe jetzt alles lang und breit eingestellt. Das Ergebnis, zack, zack. Das ist ja wohl hammermäßig krank. Leute, das ist so geil. Das ist die schwierigste Situation gewesen. Das habe ich ja nirgendwo anders. Oben Schublade, unten kommt so ein Klappbrett. Das machen wir jetzt. So. Lege ich das einfach schön hier rein.
hätte das Scharnier auch einfach mit einer Schraube nach Mutter fixieren können. Aber wenn der Schrank dann richtig steht, das Scharnier sich löst, komme ich nicht mehr dran. Deswegen der extra Schritt mit dem Flacheisen, mit dem Gewinde. Jetzt kann ich das schön entspannt von innen hinterher festschrauben. Ich glaube, das ist richtig sinnvoll, solche Füße einzubauen, weil mein Boden ist mega schief und dann kann ich das hinterher richtig schön mit dem Laser austarieren alles. Alter, es ist so gut, ey. Boah, endlich ist das fertig. Ich habe ja die Rückwände von Markus bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie befestigen wir das? 3 mm MDF. Und Leute, ich habe die geilste Lösung gefunden. Das ist eine Niezange, die kann man aber auf so einen Knibbler hier umbauen und dann kann man sowas machen. Seht ihr das? Kann man einfach so Blech rausknibbeln. Oben noch ein Stück. Und jetzt biege ich das ganze Teil einfach um. Und jetzt habe ich da so eine kleine Auflage, wo ich ein Loch durchmache, Gewinde rein. Und dann kann ich die Platte hier einfach hier gegenschrauben. Das ist ja wohl genial. Die Hölzer baue ich auch noch ein, dann kann ich später noch unten eine Schublade nachrüsten. Hey, ich kann das ja vielleicht einfach einklemmen. Das wäre doch noch geiler. Hör auf. Das ist doch genial. Das ist ja perfekt. Da sind 2 von der Seite und da sind 3 Stück. Ey, ist ein bisschen schief, aber ganz ehrlich, das interessiert mich sowas von null, dass die Rückseite sieht kein Mensch. Hier unten festschrauben und fertig. Hier unten schraube ich mir einfach so Holzleisten dran. Das passt so geil einfach. Das ist so ein geiles System, ey. Eine Seite geklemmt, eine Seite geschraubt, fertig. Letzte Rückwand für diesen Schrank. Das ist mal wieder 2 Uhr nachts, schöne Nachtsession hier am Start. Bestes Leben. Alter, das Ding ist zu. Ich habe das so hardcore unterschätzt, Alter. Es ist so viel Arbeit gewesen. So, jetzt habe ich noch so ein kleines Teil hier hergestellt. Das wird der Anschlag für die Fronttüren. Das kommt quasi hier unten drunter geschweißt. Und mit den Schrauben kann ich den Anschlag von den Türen dann unabhängig einstellen. So sieht das jetzt aus. Musste ein bisschen längere Schrauben reinpacken. Aber Hammer, Leute. Also ich hätte nicht gedacht, einen Schrank zu bauen. Da sind so viele Kleinigkeiten, die man beachten muss. Wirkt erstmal gar nicht so. Denkt man ja, ein Korpus mit Türen dran. Aber ist nicht so. Jetzt wird erstmal alles schön geölt bzw. gewachst. Let's go. Für die Schublade will ich mir noch kurz eine Unterteilung bauen. Habe ich noch Restholz.
das ist ja wohl der Hammer hier, mein kleines Regal. Mal gucken, ob es passt. Eieieiei, Alter. Boah, ist das geil. Freunde, ich habe hier ein Problem mit meinen Griffen. Mir gefallen die nicht. Das ist mir irgendwie zu viel Holz. Also irgendwie sehen die zu oldschool aus. Ich weiß noch nicht, ob es richtig... Oder? Ich kann mich nicht entscheiden. Die Griffe an sich finde ich mega cool. Auch hier mit den Einbuchtungen und so. Man kann die gut greifen. Aber ich kann jetzt nicht nochmal neue Griffe machen. Ich muss mir was überlegen. So, Freunde, weil ich ungefähr einen Monat über der Deadline bin, habe ich mir ein bisschen Hilfe besorgt und der Justus ist vorbeigekommen und hilft mir freundlicherweise, diesen zweiten Teil des Schranks fertig zu bekommen, weil es ist doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich ehrlich gesagt einkalkuliert hatte. Leute, diese Videos, diese Projekte, das ist ein Haufen Arbeit. Wenn ihr mich unterstützen wollt, kommt gern zu Patreon oder werdet YouTube-Kanalmitglied. Das würde mich super freuen. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die schon dabei sind, mich unterstützen. Das bedeutet mir sehr viel, gerade in diesem Jahr. Ihr wisst, oder vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber es gibt jetzt ein kleines Baby in meinem Leben. Dementsprechend macht das natürlich alles nicht einfacher mit YouTube, aber ich habe nach wie vor Bock, eigentlich sogar more Bock than ever like before. You know what I mean. Ey, zu zweit schafft man so viel mehr. Das ist so geil. Mir wird gerade klar, das war's. Alles ist dran, alles ist angeschweißt. Das Ding kommt jetzt nach oben. Freunde, ich kann es nicht glauben. Das Ding ist fertig. Ich habe es aufgebaut, alles mit Laser ausgerichtet, an die Wand geschraubt. Und jetzt viel Spaß mit dem Ergebnis. Woo! Freunde, diesen Schrank kann ich echt vererben. Das Ding ist sowas von massiv. Meine Highlights sind einmal diese Materialkombination aus Holz und Stahl und die Griffe. Die Griffe mochte ich erst echt lange gar nicht, aber mittlerweile finde ich, es ist ein echtes Highlight, weil je nachdem, wie das Licht ist, sieht der Schrank auch ein bisschen anders aus durch die Reflexionen in den Griffen. Und das ist echt ein kleines Highlight, weil es macht das ganze Ding so ein bisschen lebendig. Cool. Leute, die Deckplatte, die ich so mühselig zusammengezimmert habe, habe ich ja gar nicht verwendet. Warum? Das sah nicht gut aus. Ich habe dann noch so ein Blech irgendwie draufgelegt, das sah irgendwie tausendmal geiler aus. Habe ich vorher auch nicht gewusst, aber so ist das in so einem Prozess. Ich habe in jedes Fach noch so kleine akkubetriebene Schranklichter eingesetzt. Finde ich mega praktisch. Gehst nachts an den Schrank, musst nicht das ganze Licht anmachen, wenn eine Person pennt. Ich habe so viel gelernt bei dem Projekt, Leute, die Topfscharniere, ey, allein so fein zu arbeiten. Am Ende sind die ganzen Gestelle ein bisschen verzogen gewesen und trotzdem muss ich sagen, ich bin richtig stolz auf das Projekt. Das ist echt
aufwendig gewesen. Freunde, wir sind am Ende des Videos. Ich bin unglaublich glücklich und dankbar, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr mir einen schönen Kommentar da lassen würdet, da würde ich mich sehr freuen, denn ich habe voll Interesse daran rauszufinden, wie gefällt euch dieses lange Format, wie gefällt euch dieses Video, wie gefällt euch mein Schrank. Erzählt mal ein bisschen darüber in den Kommis und das nächste Video wird wieder ein bisschen kürzer werden. Seid gespannt. Liebe, bis bald.